Hallo Lodi, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist Montag, der 15. August 2022, 17:21 Uhr und die Woche hat neu angefangen. Hier hat es gerade gewittert und gewindet. Ja, deswegen wollte ich eigentlich schon früher aufnehmen, aber bringt ja bei Gewitter nicht viel. Hm, ja, äh, ich hoffe, dass ich den Ton jetzt wieder hingekriegt habe. Wie gesagt, ich habe nichts großartig geändert gehabt an den Settings, also an den Settings eigentlich selber gar nichts. Ich habe nur wegen einer externen Festplatte den USB-Slot des Mikrofons geändert gehabt. Und ja, ich weiß zwar nicht, ob es daran liegen kann. Ähm, ja, bin auch nicht so firm mit den ganzen neuen USB-Anschlüssen, also was heißt neuen, aber ich kenne halt noch den klassischen USB-Anschluss, mein Rechner war halt schon ein bisschen älter, den ich vorher hatte. Ja. Ich habe das dann wieder umgesteckt in den alten Port und habe dann kurz Testlauf gehabt, kurz Testvideo und da war eigentlich mit dem Sound wieder alles in Ordnung. Ich hoffe, dass jetzt dass es halt wieder jetzt richtig läuft, weil gerade bei Spielen wie Disco Elysium finde ich und auch bei Crusader Kings ist es halt ärgerlich, wenn man die Aufnahme neu machen muss, also wenn man den ganzen Spielstand neu laden muss, weil die Sachen dann selten so laufen, wie sie vorher laufen. Ja, und irgendwie nimmt das halt was von der Authentizität weg, weil, ich weiß es nicht. Weil manchmal kann ich mich auch nicht davor wehren, dass wenn wirklich irgendwas doof gelaufen ist, dass ich eine Entscheidung dann halt beim zweiten notgedrungenen Durchlauf dann halt anders mache. Und ja, das nimmt ja irgendwie auch den Sinn von dieser Sache hier. Deswegen halte ich von Neuaufnahmen nichts und mache es nur, wenn es wirklich richtig, richtig schlimm ist. So, aber ja. Beim letzten Disco Elysium war das natürlich mit den lagernden Sound ein bisschen scheiße. Das ist ganz klar. Aber ich hoffe, dass es trotzdem erträglich war und dass es jetzt besser wird. Gut. Nun aber genug des Gerede. Gehen wir zurück in unser Fischerdorf, wo wir gerade mit unseren Leuten hier gesprochen haben. Was haben wir denn da gekriegt? Ah ne, was weggekriegt, genau. Wir haben ja ein Bier weggegeben. Gut. Ein bisschen weiter gucken hier noch. Was es hier noch zu entdecken gibt. Wir gehen jetzt da lang. Umständlich, hätte man da gehen können. Ja, könnte ich mich hinsetzen, von da komme ich ja, glaube ich, ursprünglich. War ja auch nichts. Wieso kannst du nicht da durchgehen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. So, ja genau, von da bin ich ja hochgekommen. Ja, die alte Dame hat uns ja ein bisschen verarscht. Hat uns eigentlich eine Unterschrift versprochen, wenn wir die schwer tragende Witwe dazu bekommen, dass sie uns eine Unterschrift gibt, aber hat sie nicht gemacht. Nope. Hat sie nicht gemacht. Hat uns also ziemlich dreckig verarscht. Hier geht das nicht weiter, so wie es aussieht. Gut, gehen da dann lang. Gucken wir, was es hier so gibt.
Da war ja die Sandburg. Da haben wir die Handschuhe gefunden. Ja. Eine kleine schwarze Schwalbe zieht über mir ihre Kreise. Ich höre ihr Gezwitscher. Sweet. Sweet, sweet, sweet. So, jetzt laufen wir hier lang. Viel scheint es ja echt nicht zu geben heute. Wie sind wir denn da lang? Ah, da ganz rum. Das Wasser kommt von Westen. Die Quelle liegt flussaufwärts. Vielleicht ein kaputtes Rohr? Ja, vielleicht. Hier hat es aufgeleuchtet. Ein Real und 15 Cent. Cent. Dieses Schiff ziert der Hinterreifen eines Motorwagens. Sein Wünsche von Noland, ein Modell, dem kein Erfolg beschieden war. So, aber da war ja noch das Haus. Nein, da ist auch noch was. Vom Rost zerfressene Buchstaben ergeben das Wort Masut. 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 Hier noch gibt. Da geht es glaube ich auch dann noch hoch. Oder? Was ist da los hier? Das ist schon fast größer als die Stadt. Die langen, staubigen Fenster sind vergittert. Ja, so viel sehe ich auch. Dankeschön. Gehen wir da hin. Was gucken die denn da an? You see a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Okay. Morgen ist nur ein Flüstern entfernt. Looks like tomorrow never came. Der Lieutenant stellt den Kragen seiner Fliegerjacke auf. Ich wende mich ab. Ein weiterer Verteilerkasten, der versorgt nichts mehr mit Strom. Er ist leer. Der Zaun versperrt den Weg. Hier geht es nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. Ein blonder Mann steht neben seinem Sohn und deutet auf die verwitterten Ruinen. Er sieht dich näher kommen und lächelt. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Khan Hailostam. You must be Kim Kitsuragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize the historic significance here. Very rich in hypertext. Wieso weißt du, wie der heißt? Nice to meet you. Er nickt. Augenblick mal. Hypertext? Yes, hypertext. Young Carp and the collection of cultural hyperlinks. Ja. Und was war das vorhin mit den Fenstern? Oh yes, so Mikhail. They had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. Okay. Und Sie und Kim kennen sich?
No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. Er legt seine Hand auf die Schulter des Jungen. Das Kind bleibt hinter dem Mantelsaum seines Vaters versteckt und klammert sich an sein Malbuch, das von Lindwürmern handelt. Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into Worms lately. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. Ja. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the coalition landed in '08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. Er zeigt erneut auf das Gebäude. Wow, get a load of this guy. He really enjoys his trivia. The Orbis programming language was named after its inventor, Victor Orbis, a cybernetician from Grad. They run Vox in the Occidental countries. Was ist an einem leeren, alten Gebäude so faszinierend? Sie sehen wohlhabend aus. Haben Sie Geld? Ich kann ja nicht hier um Geld anschnurren. Was ist an einem leeren, alten Gebäude so faszinierend? Aha, but it's not just any empty old building. Er hebt seine Hand, um seine Augen vor dem prasselnden Regen zu schützen. Welchen Regen? Ach, es regnet ja tatsächlich. Ja, aber das sieht aber nicht sehr schlimm aus. Zu viert wendet ihr euch dem Wandbild vor euch zu. Vor uns. What not a lot of people know is this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn-of-the-century cybernetics boom. Sehen wir das Gebäude an, das vor mir auffragt. Ich glaube nicht, dass ich von Felt Electrical schon mal gehört habe. Ja, ich schaue mir das einfach mal an. Vielleicht erkenne ich ja irgendwas. It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass. Bushy undergrowth has taken hold of the collapsed rooftop. Some kind of bird has set up a nest on a broken windowsill. Okay. Ich glaube nicht, dass ich von Felt Electrical schon mal gehört habe. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. Er rückt seine Jacke zurecht. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Still, Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve, or should I say they were developing an ace up their sleeve. I'm mixing my metaphors here. Was war das für ein Arzt? It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. Ein Datenbankcomputer. Ja, das sind ja die Dinger, die wir... An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution, revolutionizing business machines, possibly even bring them to the average consumer. Also Laptops. Which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. Er grinst und bewundert dabei den Satz, den er soeben hervorgebracht hat. He assumes something like a combat stance, facing the wind. Was ist passiert? Indeed. What? Ja, das habe ich gerade gefragt. The revolution! Oh, der Junge wischt sich die Nase an seinem Ärmel ab. Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes. Possibly from this very building, or one of the adjacent ruins. Er macht eine Pause und zeigt mit dem Finger auf das andere Gebäude. Dann fährt er fort. All of this was built by Feld, even the boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management.
Feld built this side of town for R&D. Sie sagen, dass Feld Electrical diese Promenade gebaut hat? Blick nach unten. Was ist mit den Ingenieuren passiert? Den Mitarbeitern? Was haben die Revolutionäre mit diesem fortschrittlichen Datenbankcomputer gemacht? Wie haben diese Datenbankcomputer funktioniert? So wie Funkcomputer? Ja, sie sagen, dass Feld Electrical diese Promenade gebaut hat. Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. A pleasure wheel? Der Lieutenant sieht sehnsüchtig den Horizont, als würden sich vor seinem inneren Auge Gondeln in den Himmel erstrecken. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinaise was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. Was ist mit den Ingenieuren passiert? Den Mitarbeitern. Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape computers... Er lächelte erneut so, als wäre er persönlich für diese trostlose Wendung der Ereignisse verantwortlich. Wait, is he saying that we should just bypass the excesses of the revolution? Ich wende mich Michael zu. Er meint damit, dass sie alle von den Kommunisten umgebracht wurden. Er will nicht so ein Arsch sein. Der ist noch ein bisschen jung. Datenbankcomputer also. Tape computers. Was haben die Revolutionäre mit diesen fortschrittlichen Datenbankcomputern gemacht? They used them for military communications, but also to write and send out press releases, the most notorious example being Le Décret de Mars. Während er spricht, blickt sein Sohn zu ihm hoch und knabbert träger an der Ecke seines Malbuchs, das sich um Lindenfirma dreht. Und was ist das? So Le Décret de Mars. What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created commune of Revachol on the 7th of March in the year 02. A short-lived legislative foundation for a short-lived utopia. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, Bombessier d'Insolente. You should read it. Every local library in Revachol stocks a copy of the decree. Okay. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in worms to be paying any attention. Er sieht seinen Sohn an, der mit dem Gesicht hinter dem Buch versteckt zu kichern anfängt. The kid takes a peek at the green and silver worm on the cover of the book, already forgetting about this part of the discussion. Und wie haben diese Datenbankcomputer funktioniert? So wie Funkcomputer? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant, exquisite, alien-looking turn-of-the-century hardware. Er erinnert sich an etwas und streckt einen Finger nach oben. Buckle up. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Wompty-Dompty-Dom-Center in Vredefort, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Juice joined the team, trying to... Wompty-Dompty-Dom-Center. Wait, did he just say Wompty-Dompty-Dom-Center? Ja, hat er. What the hell is a Wompty-Dompty-Dom-Center? And who the hell are Keith and Guy Juiced? Okay, das Wompty-Dompty-Dom-Center, Paul Ockerman, Keith und Guy Joost, wovon reden sie überhaupt? The Wompty-Dompty-Dom-Center for Contemporary Arts. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... Das ist doch frei erfunden. Ich
Ich wende mich dem Lieutenant zu. Kim, denken Sie sich das alles aus? Jetzt mal ehrlich, es gibt doch kein Kunstzentrum namens Wompty-Dompty-Dom-Center. Ja, nee. Kim, hilf mal. In fact, I'm not. The Wompty-Dompty-Dom-Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. Okay. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. Okay. Also eine manuelle Schreibmaschine. Also Handschriftschreibmaschine. Ein bisschen verbessert. Made of black film and folding tape structures. Ich nicke. Toll. Pah. Ich habe schon abgefahrenes Zeug gesehen. Die Bemer sollte sich ein paar davon besorgen. Ich nicke. Toll. Ja, nee. Ja, die Bemer sollte sich ein paar davon besorgen. Even one would be very useful. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionaries setting fire to the precious device. But so they did. The failed playback experiment vanished into the fires of '07. Moment, das Feldwiedergabe-Experiment? Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the Feld Playback Experience, but those are incorrect. Ja, natürlich. Und warum haben die Revolutionäre es zerstört? Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype. Nothing but debris and ashes remain inside that building. Okay. Weicht einen Schritt zurück. Die Promenade echt traurig im Wind. Ich habe noch eine andere Frage. But of course, what else? Ja, nach Geld frage ich nicht. Gut, danke für all die interessanten Informationen. No, thanks to you for having me and little Michaela here to pick your brain. A very interesting conversation indeed. Ja, habe so viel nicht gesagt. Pick your brain. If anything, this was rather one-sided. He did the talking. Whatever. Ist noch was? 1,19. 16. Was ist denn das? Hier wieder aufschneiden. 5,25. Und was ist das? Loser Fehlt. Gesundheit. Ha! Sehr schön. Wieder runternehmen. Abnehmen. Gut, da komme ich nicht durch. Dann kann ich aber jetzt beflitzen. Und dann... The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Lieutenant, können Sie erkennen, was sich drin befindet? Zeig auf die Fenster. No. I won't even try. You know, Er nimmt seine Brille ab. I had a partner once. They called him Eyes, because he had to show me things. It's that bad. Aber schießen können Sie trotzdem? Okay. Also ich nicke nur. Dann nicht. Ist ja nichts. Gut, dass ich eine Wolke nicht
Oh, was ist das? Bei der Kirche. So, jetzt überlege ich mal. Gehe ich da weiter lang? Oder erst mal hier nach unten? Okay, jetzt mal hier nach unten, glaube ich. Da geht auch noch was. Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Ich nehme es genauer unter die Lupe. It's streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. Okay. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. Please tell me you're not taking that with you. Warum nicht? It's a guano-encrusted jacket, and you're already carrying around enough as it is. Ja, ist ja gut. Ach, und nix. Bisschen cranky, der Herr heute. Und hier ist noch der Strand, dann habe ich das halt alles einigermaßen systematisch abgedeckt. Niemand muss sich ordentlich verausgabt haben, um die Kunststoffkuppel zu zerstören. So, was ist hier? Ein defektes Telefon. Der Hörer ist zertrümmert, als hätte jemand mit so viel Schwung aufgelegt. Ja, oder einfach nur das mutwillig zerstört, kommt auch unter uns vor. Hey, geht zurück zum Strand, da gehe ich noch nicht hin. So, genau, wir könnten theoretisch Wompty-Dompty-Dom-Center. Ich weiß nicht, so Platz. So, dann gehen wir da hoch. Gibt echt viel zu entdecken hier, das ist echt cool. Eine Münzwaage, die wurde seit 10 Jahren nicht benutzt. Gebunden haben die Plane vor kurzem rot gestrichen. Wasser tropft von mir herab. Okay. Was bist du? Korrekturgläser für Ultravinos. 2 Enzyklopädien minus ein Mann. Ja. Das war der doch was. Ein bergmäßiges Dach verbunden haben versucht. Genau, das Wohnbad zu machen. Die Plane stützt weder vor Regen noch vor Schnee oder Wind. Postkarte Courant 33. 20. Sehr gut. So, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ja, soll ich den jetzt? Was habe ich denn? Soll ich den jetzt nutzen, um hier was noch zu erhöhen? Oder noch was freizuschalten? Ich glaube. Kann ich auch noch was freischalten? Ja. So, bestätigen. So. Julian Lemieux. Fingerpistolen. 15. Indostamm. Genau, das wollte ich haben. So. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir auch genau eine halbe Stunde rum. 51.
Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns dann diese scheinbare Kirche, wenn man den Schnellreisepunkt glauben darf. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allen Dingen hoffe ich, dass der Ton auch in Ordnung ist. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.